Moin, ich möchte mit euch heute Feuer machen. Ich meine, ist draußen ziemlich kalt und in der Wildnis haben wir ja nicht den Luxus wie zu Hause, dass wir einfach den Heizkörper aufdrehen können. Und deswegen ist es das Einfachste, wenn wir einfach Feuer machen und uns dadurch Wärme holen. Ja, ich zeige euch jetzt mal, was ich alles dafür hier vorbereitet habe und worauf man achten muss. Ich will heute mit euch Feuer machen und zwar ohne Streichhölzer und ohne Feuerzeug und zwar mit Hilfe eines Feuerstahls. Damit kann man Funken erzeugen und wenn man sich dann vorher den richtigen Zünder und die richtigen Vorbereitungen getroffen hat, dann sollte das eigentlich auch relativ einfach gehen. Ich probiere das jetzt zum ersten Mal aus und ihr könnt mir einfach mal dabei zusehen. Wenn wir Feuer in einer Kote machen wollen, ist es ratsam, Laubholz zu nehmen. Im Vergleich zu Nadelhölzern haben die meisten Laubbäume nämlich kein Harz. Und Harz sorgt dafür, dass man mehr Funkenflug hat. Und das ist natürlich in der Kote nicht so schön, wenn man daneben schlafen will und die ganze Zeit irgendwelche Funken auf den Schlafsack oder so fliegen. Deswegen sollte man da dann möglichst Laubholz nehmen. Und Laubholz brennt meistens auch noch länger als Nadelholz. Somit hat man da gleich einen doppelten Vorteil. Wie machen wir am besten Feuer? Wir sollten beim Feuer machen möglichst trockenes Holz haben, damit das Feuer halt schön schnell brennt und auch noch so wenig qualmt wie möglich. Am besten ist das Holz 2 Jahre abgetrocknet, aber das kriegen wir draußen meistens ja nicht hin, sondern wir holen uns das direkt aus dem Wald, das abgestorbene Holz. Dabei gibt es noch einen Tipp, und zwar, wenn das Holz auf dem Boden liegt, dann zieht es oft Feuchtigkeit von unten und ist schon leicht durchgemodert und hat auch nicht mehr so einen hohen Brennwert. Deswegen ist es hilfreich, wenn man dann Holz sammelt, was schräge irgendwo in anderen Bäumen liegt und somit keinen Bodenkontakt hat. Das ist meistens relativ trocken und brennt dann auch schneller. So, ich würde sagen, dann können wir anfangen. Und, wir fangen an, indem wir uns ein paar kleine Holzstücke vorbereiten. Dazu nehme ich jetzt einfach mal das Brett hier und versuche da kleine Schnipsel abzuspalten. Allerdings wandle ich mit dem Beil ein bisschen Angst um meine Finger ab. Nehme ich dafür mein Fahrtenmesser und betone damit. Das heißt, ich setze das einfach hier oben an, nehme mir ein Stück Holz und schlage auf der anderen Seite drauf, sodass die Klinge in das Holz reintritt. Hier hinten immer schön gegenhalten. Und dann kann ich das Messer da durchschlagen. Man sollte das natürlich nicht mit jedem Messer machen, sondern man sollte darauf achten, dass das Messer stabil ist und dass die Klinge ganz bis durch den Griff geht. So, ich habe hier jetzt ein paar vorbereitet. Dann haben wir hier unsere Birkenrinde. Ich benutze jetzt Birkenrinde als Zünder, weil Birke ätherische Öle enthält und deswegen leichter anfängt zu brennen. Allerdings niemals die Rinde von lebenden Bäumen nehmen, denn wir sind immer noch Pfadfinder und schützen Tiere und Pflanzen in ihrem Lebensraum. Und das ist jetzt von einer toten Birke, habe ich die Rinde einfach mal mitgesammelt, um halt jetzt damit zum Beispiel Feuer anzumachen. Nehmen wir uns einfach mal ein kleines Stück und dann müssen wir jetzt die Oberfläche anrauen. Machen wir einfach hier nochmal wieder auf unseren Holzklotz, dass wir viele kleine Fasern kriegen, dass das Feuer da leichter angreifen kann. Dann nehmen wir unseren Feuerstahl, gehen da ein bisschen auf Entfernung rauf.
eine kleine Flamme haben, können wir hier vorsichtig noch ein bisschen Birkenrinde und so rauflegen und dadurch unser Feuer größer machen. Dafür haben wir ja unsere kleinen Holzspäne hier vorbereitet. Und dann können wir anfangen und mit den anderen da ein kleines Gitterfeuer drum bauen. Aufpassen, dass man nicht zu viel reinstopft, dass das Feuer nicht erstickt. Also ich habe jetzt einige Versuche gebraucht mit dem Feuerstahl. Ich habe es vorher aber auch noch nie gemacht. Das war jetzt mit euch mein erster Versuch. Wenn das so ein bisschen schwächelt, einfach mal ein bisschen pusten, aber nicht stoßartig, sondern eher leicht und kontinuierlich. Und dann haben wir ein kleines Feuer, was wir jetzt noch weiter ausbauen können. Dann können wir noch ein bisschen Holz hacken und das später noch darüber stellen.